Das Armband ist mir gestern aufgefallen. Ziemlich wertvoll, nicht wahr? Ich habe es von meiner Großmutter. Und sie hat mir wahnsinnig viel bedeutet. Du liebst Christian immer noch. Stimmt's? Jetzt sag schon, ist es so? Liebst du Christian? Mich los, du tust mir weh. Es ist doch so, ich hab doch recht. Ach, David, das alles... Es ist nicht so einfach, wie du denkst. Es ist einfach. Du musst nur ehrlich sein. Zu mir und zu dir selbst. Ich mag dich echt. Aber? Ich bin immer noch in Christian verliebt. Ich habe versucht, dagegen anzukämpfen. Ganz ehrlich, aber... Mann, ich kann doch auch nichts dafür. Soll ich dich jetzt etwa trösten? Das heißt aber nicht, dass ich dir was vorgespielt habe. Ich will wirklich mit dir zusammen sein. Ja, weil es mit Christian nicht hingehauen hat. Und alleine sein ist ja auch irgendwie blöd. Ich habe gedacht, meine Gefühle zu dir entwickeln sich noch. Ich habe mir das so sehr gewünscht. Aber lass mich raten. Es hat sich leider nichts entwickelt. Nach so kurzer Zeit? Ach so, du wolltest mich also so lange für blöd verkaufen, bis sich vielleicht irgendwann irgendwas bei dir verändert. Oder bis sich Christian eben doch in dich verliebt. Und jetzt? Tja, was meinst du wohl? Jeder geht wieder seinen Weg. Wie früher. David, wollen wir es nicht wenigstens noch mal... Hier ist es auch nicht. Was hast du gesagt? Ich schau noch mal da hinten. Nicola, vielleicht war jemand in der Zwischenzeit hier und hat das Armband gefunden. Ein Pfadfinder zum Beispiel. Und die haben es dann im Fundbüro abgegeben, so als gute Tat des Tages? Und wenn es jemand bei der Polizei abgegeben hat, ist er nicht ganz wertlos, das Teil. Den materiellen Wert, den könnte ich ja noch verschmerzen, aber... Ja, klar. Wenn so viele Erinnerungen dranhängen. Ich hätte einfach den Verschluss reparieren lassen sollen. Aber jetzt ist es zu spät. Aber weißt du, die Erinnerungen deiner Großmutter trägst du doch eigentlich hier. Und dort hältst du sie lebendig. Auch ohne Armband. Das hast du schön gesagt. Dann ist die Stelle nicht ganz eindeutig. Doch, doch. Im Italienischen ist die Verneinung oft zwingend. Non ho visto niente oder nulla heißt wörtlich übersetzt, nicht ich habe gesehen nichts. Was natürlich heißt, ich habe nichts gesehen. Du bringst mir auch noch Italienisch bei. Wenn du willst, gebe ich dir Einzelunterricht. Störe ich? Oh, ist es schon soweit? Wir wollten den Vertragsentwurf für das Joint Venture Geschäft noch abklären. Ich wollte sowieso gerade gehen. Ja, wir sind ja auch so gut wie fertig. Bis später. Bis später. Hier, willst du den erstmal durchlesen? Ja, aber nur flüchtig. Ich vertraue dir da völlig. Oder gibt es irgendwelche Stolpersteine, die einer besonderen Erklärung bedürfen? Ist das der Vertrag? Oh, entschuldige. Ist mir schon klar, dass die Aktion voll daneben war.
Sowas von daneben. Zumindest hätten Sie Ihr Arrangement selber beseitigen können, anstatt es Frau Linse heute Morgen finden zu lassen. Ja, war blöd gelaufen. Und dann der Wein. Wenn die Herrschaften herausfinden, dass Sie eine Ihrer besten Flaschen geöffnet haben... Ich hab's ja dann- verstanden. Tut mir leid, Herr Stiel. Wird nie wieder vorkommen, 100%ig. Na, keine Angst. Ich habe nichts Auffälliges gesehen. Danke. Und nehmen Sie es sich nicht so zu Herzen. Es versucht zu haben und zu scheitern ist immer noch besser, als es niemals versucht zu haben. Also in der Liebe. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja, danke. Aber ein bisschen Strafe muss sein, auch wenn Sie heute frei haben. Seien Sie doch so gut und entsorgen Sie die alten Federbetten vom Dachboden. Sie Romeo. Zumindest wissen die im Fundbüro jetzt Bescheid, falls dann Armand doch noch abgegeben werden sollte. Ja, ich glaube zwar nicht dran, aber Ist das nicht Prinz Philipp zu Hohenfelden? ihr kennt euch? Nicht, dass ich wüsste. Sie kennen mich natürlich nicht, aber ich habe schon viel über Sie gelesen. Ja, das ist Olli, der Besitzer des berühmten No Limits. Hi. Das ist Andi, den kennst du ja schon. Und das ist Philipp. Darf ich fragen, was Sie nach Königsbrunn führt? Tja, gekommen bin ich wegen des Autorennens. Und geblieben bin ich nun, sagen wir mal, weil es mir dort sehr gefällt. Seid ihr verwandt? Nein, sind wir nicht. Obwohl über 7 Ecken ist vermutlich der gesamte Adel miteinander verwandt. Und was machen Sie, wenn Sie mal keinen Oldtimer fahren oder Ihre Cousine 7. Grades ausführen? Gehen Sie dann auch einer richtigen Beschäftigung nach? Kann es sein, dass du schlechte Laune hast? Wieso? Ist doch eine berechtigte Frage. Sagen wir so, ich kümmere mich um das Familienvermögen. Ein Willkommensdrink, Prinz Philipp zu Hohenfelden, geht aufs Haus. Philipp reicht, danke. Okay, Philipp. Was darf denn sein? Macallan Single Malt? Ja, ich fürchte, der ist gerade aus. Ist nicht schlimm. Dann ein Black Bowmore. Vielleicht solltest du erst noch mal in die Karte gucken, bevor du noch einen 7.000 € Whisky bestellst. Stimmt, dann eben die Karte. Da ist die Karte. Ja, Lydia. Hallo. Hi. Was ist denn los? Ärger mit den Verträgen? Nein, das gerade nicht. Nicht? Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass Maria sich aus purer Berechnung an meinen Vater heranmacht. Ach Quatsch, das würde dein Vater doch merken. Vielleicht fühlt er sich aber auch mittlerweile so geschmeichelt, dass er dafür blind und taub geworden ist. Und was ist, wenn sich Maria wirklich in deinen Vater verliebt hat? Das macht's doch auch nicht besser. Früher oder später muss sie sich entscheiden. Will sie jetzt lieber Geliebte oder Mutter sein? Sonst gerät sie zwischen die Fronten. Du meinst wegen... Ja, Ansgar, ganz genau. Ich habe nämlich langsam das Gefühl, dass sie sich in seinem Auftrag an meinen Vater heranmacht. Du bist der Anwalt. Und heißt es vor Gericht nicht immer noch im Zweifel für den Angeklagten? Aber wenn die Indizien dagegen sprechen, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Warum nimmst du sie eigentlich so in Schutz? Mach ich überhaupt nicht. Ich würde damit einfach nur sagen, dass... Oh Mann, Sebastian, sei einfach nicht so misstrauisch. Ansonsten bekommst du wieder nur Ärger mit deinem Vater. Ich gönne ihm ja seinen Spaß, aber ich bin trotzdem aufmerksam, okay? Ich bin eigentlich auch nur vorbeigekommen, weil ich dich zum Mittagessen einladen wollte. Mal auf andere Gedanken kommen. Bin ich dabei. Gut, lass uns gehen. Mist! Warum muss ich diesen Scheiß immer machen? Immer dieser verdammte... Ja, ja, gutes Personal ist wirklich schwer zu finden. Was haben Sie denn für ein Problem? Bitte? Das ist ja der Aufstand der Zwerge, oder wie? Wissen Sie, David, Sie müssen ja nicht arbeiten. Da draußen gibt es jede Menge Leute, die gerne einen solchen Job hätten. Ach, soll ich Ihnen dafür auch noch die Füße küssen, dass Sie mich behandeln wie den letzten Deppen? Ja, ehrlich gesagt, reißt mir, wenn Sie meine Schuhe putzen. Klar, ich bin ja hier für alle nur der Putzlappen. Aber ich hab das sowas von satt. David, jetzt nehmen Sie sich gefälligst zusammen. Nee, ich hab die Schnauze voll von dem ganzen verlogenen Scheiß hier. Räumt euren Trick selber weg. Ich kündige. Tja, dann
Dann wird Ihnen wohl nichts anderes übrig bleiben, als den Müll selbst wegzuräumen. Oder wollen Sie auch kündigen? Ich bitte um Verzeihung, Graf Lahnstein. Sofort. Hallo, ihr zwei. Kommt ihr zum Essen? Ja. Dann machen wir Tisch 4 fertig, ja? Komm, lass uns woanders essen. Wieso das denn? Sebastian! Komm, wir schaffen das schon. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr auch essen wollt, hätten wir ja zusammenfahren können. Ja, für Sebastian war es auch eher überraschend. Ich muss ihn quasi dazu zwingen, das Büro zu verlassen und mit mir essen zu gehen. Hast du noch so viel mit dem Vertrag zu tun? Ich meine, wenn du meine Hilfe brauchst. Nee, lass mal. Ich wollte eigentlich mal abschalten. Genau, und deswegen musste er sich gerade auch die ganze Story von meinem Job anhören. Naja, immer nur arbeiten ist auch kein Leben. Wollt ihr mit uns essen? Dann lass ich die Karte bringen. Ja, gern. Hey, Olli. Mach mir mal ein Macchiato. Kommt sofort. Alles klar bei dir? Sicher? Wirkst irgendwie so verstrahlt. Naja, ein echter Prinz. Philipp zu Hohenfelden in meiner bescheidenen Bude. Ich glaube, du hast einfach zu viele tschechische Märchenfilme gesehen. Wenn du mal ein bisschen über den Prinzen recherchiert hättest. Den Prinzen, wenn ich das schon wieder höre. Ist der Typ jetzt ein besserer Mensch, nur weil er blaublütig ist? Und falls du es vergessen hast, Luise ist auch eine Prinzessin. Ja, ich finde das Ganze trotzdem glamourös. Das Einzige, was mir an ihm aufgefallen ist, war seine Eitelkeit. Sowas von selbstverliebt. Bist du etwa eifersüchtig? Wieso das denn? Nur weil Nico auf diesen Kerl steht? Nee, allerhöchstens bin ich besorgt. Was findet sie nur an so einem oberflächlichen Schönling? Der passt überhaupt gar nicht zu ihr. Ja, zumindest kommen beide aus derselben Welt. Nico ist von ganz anderem Format. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er auch nur im Entferntesten weiß, was in ihr vorgeht. Wo die Liebe hinfällt. Du findest ihn normal, oder was? Andi, wer ist denn heute bitte normal? Du meinst, er ist direkt und ehrlich, offen, wie ein richtiger Kumpel? Nee, mit dem stimmt doch irgendwas nicht. Mein Bauchgefühl hat mich noch nie betrogen. Wenn du meinst. Entschuldigung, ich wollte dich nicht erschrecken. Schon in Ordnung. Du traust immer noch dem Armband nach? Aber ich habe ja noch die Fotos und wie könnte ich Mimi je vergessen? Aber das Armband, das hat uns irgendwie miteinander verbunden. Kannst du das verstehen? Sehr gut sogar. So, und jetzt ist Schluss mit Trübsalblasen. Ich hätte hier nämlich etwas für dich, was dich bestimmt auf andere Gedanken bringt. Das glaube ich jetzt nicht. Wo hast du es gefunden? Es hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Dann bin ich noch mal zu der Wiese gefahren und ich bin jeden einzelnen Zentimeter abgelaufen. Und siehe da, es hat sich gelohnt. Danke. Keine Ursache. Wärst du so lieb? Wenn du es möchtest? Es muss großartig sein. Ich war leider noch nie da. Du eigentlich? Ja, einmal als Kind war ich da. In welcher Oper warst du denn? Madame Butterfly von Puccini. Die Szene, als die Verwandten kommen und ihr das Kind wegnehmen wollen. Ja, Sebastian und ich wollten letzte Woche auch gehen, aber ich glaube, er war gar nicht so unglücklich darüber, dass es doch nicht geklappt hat, oder? Ich kann einfach nicht verstehen, wie jemand stundenlang singen kann, fliehen wir und sich dann keinen Meter bewegt. Und dann dieses endlose Sterben auf der Bühne. Vielleicht musst du erst mal in mein Alter kommen, um daran Vergnügen zu haben. Ich will ja die schöne Stimmung nicht zerstören, aber Ludwig, wir haben leider noch einen Termin. Wirklich? Okay, es war wunderschön mit euch. Bis bald. Jederzeit wieder. Okay. Du,
Du hättest dich schon ein bisschen mehr an der Unterhaltung beteiligen können. Aber du hast doch mit dem Opernthema angefangen und weißt, dass ich da überhaupt nicht mitreden kann. Ja, auch wieder wahr. Okay, das nächste Mal reden wir über was anderes. Ach komm, Sebastian, Maria war doch echt ganz nett. Schon gut, ich sag ja gar nichts mehr. Ich werde mich einfach in Zukunft von meinem Vater bedeckt halten. Du bist also doch lernfähig. David, überlegen Sie es sich doch noch mal. Sie müssen nicht gehen. Ich will aber. Ich setze mich sehr gerne für Sie ein. Graf Lahnstein vergisst doch solche Sachen auch schnell wieder. Dazu sind wir für ihn zu unwichtig. Und das will ich nicht länger sein. Ich weiß ja, Sie sind enttäuscht, die Comtesse. Aber ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, dass solche Verbindungen selten gut ausgehen. Es lohnt sich nicht, deswegen alles hinzuwerfen. Ich weiß, Sie meinen es gut, Herr Stiel. Aber ich kann nicht bleiben, sonst drehe ich noch durch. Ich bin halt nicht jemand, der sich ständig beherrscht. Ja. Dann muss es wohl sein. Christian? Hast du David gesehen? Gesehen nicht, aber viel über ihn gehört. Ich war vorhin in der Küche und da wird gemunkelt, dass er gekündigt hat. Gekündigt? Hat er dir gar nichts gesagt, oder wie? Ich bin wahrscheinlich der Grund. Naja, ich hätte auch keine Lust, meine Freundin zu bedienen. David und ich, wir haben uns gestritten. Aber nicht wegen dem Kuss im No Limits, oder? Nein. Also nicht direkt. Pass auf, ich werde noch mal mit ihm reden. Oh, auf gar keinen Fall. Was denn? Ist doch totaler Blödsinn, dass sie wegen mir Ärger kriegt. Nein, Ich werde ihm noch mal sagen, dass ich dich nur geküsst habe, um Olli ans reinzuwürgen. Dann wird er schon einsehen, dass der Kuss nicht so bedeutet. du wirst ihm gar nichts sagen, okay? Ich kläre das. Okay, wenn dir das so viel bedeutet. Ja, mir liegt viel daran. Danke. Muss das immer sein, Antonia? Ja, das muss immer sein. Du könntest ja schließlich das Zimmermädchen sein oder eine deiner Verehrerinnen. Wobei ich mich dann schwer zusammenreißen müsste, um mir nicht den Hals umzudrehen. Hattest du denn einen schönen Tag, du friedvolles Wesen? Geht so. Wo warst du denn so lange? Ich war fleißig. Bin stundenlang über eine Wiese gehoppt und habe Nikos wertvolles Antikarmband gesucht. Und? Gefunden? Gefunden. Schätzwert? Ich habe es ihr zurückgegeben. Du hast bitte was? Anni, wie süß. Du machst dir ja richtig Sorgen um mich. Na klar. Ich will doch, dass du glücklich bist. Und warum soll nicht wenigstens einer von uns beiden Glück in der Liebe haben? Ja, für Liebe ist es vielleicht ein bisschen früh, aber... Er ist nicht der Richtige. Okay. Du findest also, dass er ein oberflächlicher Angeber ist. Der womöglich nicht ganz ehrlich zu dir ist, ja. Ja, aber das ist er nicht. Okay, er hat vielleicht diese Sunnyboy-Fassade, aber darunter ist ein ganz anderer. Erstaunlich tiefgründig. Ich habe ihr das Armband nicht aus Spaß zurückgegeben, sondern weil ich mir dabei etwas gedacht habe. Ach ja? Es war eine vertrauensbildende Maßnahme, um mich damit in ihr Herz zu spielen. Dann hoffen wir mal, dass deine vertrauensbildende Maßnahme Wirkung zeigt, damit wir die Kleine bald schröpfen können. Dann kaufe ich dir auch jedes Armband, das du haben willst. Ist das okay?
Ach, na endlich. Ich warte schon die ganze Zeit auf dich. Da gibt's was Dringendes? Ja, der Joint-Venture-Vertrag muss mal überarbeitet werden. Inwiefern? Die Partnerfirma steht viel zu gut dabei da. Kann doch nicht sein, dass sie denselben Gewinn einfahren wie die Hollandstein Holding. Also, wir setzen uns noch mal zusammen und Der dann... Vertrag bleibt, wie er ist. Mein Vater hat ihn so abgesegnet und er wünscht ausdrücklich, dass der Vertragspartner fair behandelt wird. Fair? Fairness ist vielleicht was für Hobbygolfer. Geht's um unseren Profit und wenn es nach mir geht, wird dieser Geht es Vertrag... aber nicht. Bitte? Du bist hier nur noch geduldeter Gast, ohne irgendeine Entscheidungsbefugnis. Sag mal, was spielst du dich denn eigentlich hier so auf? Du bist doch nur der Popanz deines Vaters. Vorsicht, Ansgar. Du hast hier keinen guten Stand, kannst nur verlieren. Der Alte hat sich 15 Jahre lang nicht um euch gekümmert. Dann taucht er hier auf und verfügt über dich, als wärst du sein kleiner Lakai. Hüpf, Sebastian, hüpf. Wer hier wen für seine Zwecke einspannt, ist ja wohl eher die Frage. Was denn? Hast du mir irgendwas zu sagen? Halt deine Mutter von meinem Vater fern. Willst du uns wirklich verlassen? Es ist besser so. Manchmal muss man einfach einen harten Schnitt machen. Du wirst uns sehr fehlen, mein Junge. Sie mir auch, Frau Lense. Und Ihre Suppen und der Kakao. Alles Gute. Tschüss. Alles Gute. Viel Glück. Auch alles Gute. Ja, auch alles Gute. Tschüss. Danke. Ja, ich habe schon gehört. Was willst du jetzt machen? Mir einen neuen Job suchen, sonst kann ich mir bei euch die Miete nicht leisten. Und ich kann dich nicht umstimmen. Ich meine, du kannst mich hier doch nicht alleine lassen, Alter. Hier ist man noch nie allein. Außerdem hast du ja noch Rebecca. Jetzt warte doch mal. Oder bist du auf der Flucht? Lass es einfach, okay? Du streitest also ab, dass du Maria auf meinen Vater angesetzt hast? Abstreiten? Ich frage mich einfach, was ich damit bezwecken soll. Ja, genau das möchte ich von dir wissen. Na, dann lass mich doch mal nachdenken. Also, ich habe meine Mutter gezwungen, Gefühle für deinen Vater zu Ihre entwickeln. Gefühle sind nicht echt. Sag mal, wie kommst du eigentlich darauf, dass das alles nur vorgespielt ist? Das muss wohl in der Familie liegen. Soll ich dir mal sagen, was dein Problem ist? Du kannst es nicht ertragen, dass dein Vater sich in meine Mutter verliebt hat. Aber so leid's mir tut, deine ist nun mal aus dem Rennen. Halt den Mund, du mieses... Du glaubst doch selbst nicht, dass er irgendetwas für sie empfindet. Er amüsiert sich ein bisschen, hat Spaß. Kleine, bedeutungslose Affen. Ja. David, ich weiß, dass du dich mit Rebecca gestritten hast. Wir haben uns getrennt. Was? Ich verstehe dich nicht. Seit Monaten schmachtest du ihr hinterher, wünschst dir nichts mehr, als mit ihr zusammen zu sein. Und jetzt haust du einfach ab? Sie liebt mich einfach nicht. Ach, natürlich tut sie das. Du hast doch gar keine Ahnung. Was? Weil ich schwul bin oder wie? Quatsch, weil du überhaupt nicht checkst, wie Rebecca tickt. Ach, was gibt's denn daran bitte nicht zu checken, David? Hey, blickst du es immer noch nicht? Rebecca liebt mich einfach nicht. Sie liebt dich.